Einige Zuchttauben, wo ich glaube, ich denke mal vorsichtig, wo ich glaube, dass sie Nachzug bringen, die auf One Love Races erfolgreich sein können. Die meisten davon habe ich also selbst ersteigert, entweder die eigenen, die erfolgreich waren, oder auch andere. Die dunklen zum Beispiel habe ich ein Geschwisterpaar ersteigert in Bulgarien, was sehr erfolgreich war von Harry van Boxmeer. Aber es züchten hier im Wesentlichen, das ist ja ein Schlacht, der auch durchaus für eine Winterzucht geeignet ist, züchten hier die Zuchttauben, die Jungen zu den One Love Races bringen sollen. Und insbesondere natürlich zu den frühen Rennen. Kaufst du eigentlich immer die Asttaube? Was ist für dich interessanter, die erste Taube oder die Asttaube? Das ist unterschiedlich. Das hängt ganz darauf ab, wie die Asttaubenwertung ist. Es kommt auch darauf an, wie viele Kilometer denn geflogen werden. Was letztlich auch bei jedem Rennen unterschiedlich ist, da es wetterabhängig ist. Aber ich habe hier sicherlich einige ganz ordentliche Tauben dabei. Das Größte ist natürlich für Südafrika. Ja. Leider war ich in den letzten beiden Jahren nicht so erfolgreich. Davor habe ich 10 Jahre super abgeschnitten beim Million-Dollar-Rennen. Das beste Ergebnis war ein 4. Preis, $60.000. Wann denn? 2006. Gratulation. Und $30.000 in der Versteigerung erbracht, die Taube. Respekt. Hä? Respekt. Das war schon ganz ordentlich, oder? Auf jeden Fall. Ja, aber das kommt halt nicht jeden Tag vor, das muss man auf fairerweise sagen. Natürlich, ein bisschen Glück gehört auch immer dazu, Ja, ja. so wie sich die Taube entwickelt, mit dem Klima und... Der Vogel da unten, der war zum Beispiel in Südafrika. Der war in Südafrika? Der Vogel war in Südafrika. Der war in Südafrika und hat auf dem Endflug dort gegen 3000 Tauben den 50. geflogen. Den habe ich zurückersteigert vor Ort. Allerdings hat das auch so ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich die Taube wieder hier hatte. Ach, ein Jahr? Ja, das ist Wahnsinn. Derzeit geht gar nichts aus Südafrika zurückzuführen. Aber das war dann noch möglich. Das ist aus 2009, also 2010 hat er den weiß gemacht. Ich habe ihn aber erst 2011 dann tatsächlich hier gehabt und ich glaube, bin erst 2012 damit angefangen zu züchten. Derzeit kriegst du aus Südafrika überhaupt keine Tauben. Und wie sind die Nachzuchten jetzt? Derzeit, ja, ich hoffe, ne? Ich bin ja noch, ehrlich gesagt, wie gesagt, 11, 12 bin ich erst angefangen, damit zu züchten. Und Jetzt muss man erstmal gucken. jetzt muss man mal gucken. Aber das ist schon, aus Südafrika, das ist dann schon etwas Besonderes, ne? Den aus Südafrika zu holen. Ja. Ja. Hier habe ich eine schöne Täubin von meinem Bekannten, Thomas Brehm. Die habe ich ersteigert in Griechenland. Die hat erfolgreich da in Griechenland teilgenommen und die habe ich mir da ersteigert. Ist doch gut. Ja, ja, und das war so ein kleines Geld. Und für Tausende von Euros kann jeder ersteigern, das glaube ich nicht. Ja, ja, das war.
ist also schwierig, es ist natürlich schwierig. Ich habe über Jahre, als ich nicht hier am Reisegeschehen in der RV teilgenommen habe, habe ich praktisch ausschließlich Richtung One-Off Races gezüchtet. Für das Reisegeschehen selber hier in der RV wurden die Tauben dann doch etwas zu langsam. Das heißt, um auf dem Reiseschlag wieder nach vorne zu kommen, versuche ich derzeit auch wieder etwas andere Tauben mit reinzubringen. Ja, und hier versuche ich ja Hart- und Langstrecke. Ja, klar. Ja, aber in Deutschland geht es eben auf Kurzstrecke und Geschwindigkeit. Und da braucht man wieder andere Tauben. Das habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren versucht. Hier ist mein zweiter Zuchtschlag. Für diese Zuchtsaison neu renoviert mit neuen Zuchtzellen. Alles von dem Züchter oder von den Züchtern Reinhard und Sebastian Rolf fertig gebaut. Die kommen gleich im Übrigen und bringen Daumen für Cordoba, die es hier gebaut haben. So, und ja. Das soll also das zweite Standbein dann sein für die weiteren Zuchten. Hier ist nicht unbedingt Winter geeignet, obwohl ich schon hier... Also hier möchtest du eher Tauben züchten für die Reisesaison, für das RV? Ja, für die weitere, für die spätere. Ne? Also jetzt, ich fange da oben sehr früh an, weil man da das friert praktisch nicht. Kann man sehr früh züchten. In diesem Jahr ging es hier natürlich auch, weil wir keinen Winter hatten. Aber wenn hier 10, 15 Grad ist, dann ist das mit der Paarerei im Dezember oder Januar natürlich schon etwas schwierig. Aber wir brauchen für Portugal im März Tauben, wir brauchen im April Tauben für Rumänien, Bulgarien, für Cordoba und dann im Mai brauchen wir nochmal für Thailand und für Südafrika Tauben. Also, das zieht sich ja etwas in die Zuchtsaison und insoweit ist das ganz gut, dass man auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten Jungtauben fertig ist.